Was wäre ein gutes Frühstück ohne eine Scheibe leckeres Toastbrot? Ein schöner, buttriger Geschmack, ganz zart angerösteten Toaster, außen knusprig und innen weich. Genau so muss ein gutes Toast aussehen. Und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr dieses leckere Toastbrot ganz einfach selber machen könnt. Zunächst kümmern wir uns um den Teig für unser Toastbrot. Dazu erhitzt du 150 ml Milch, 150 ml Wasser und 70 Gramm Butter in einem Topf. Die Butter soll in jedem Fall schmelzen, aber achte darauf, dass das Ganze nicht zu heiß wird, denn dann könnte es passieren, dass deine Hefe nicht mehr richtig arbeitet. Ein guter Tipp ist es, einfach mal diese Mischung anzufassen und wenn du dich dabei nicht verbrennst, dann hat sie die richtige Temperatur. Nun gibst du ein Päckchen Trockenhefe oder alternativ einen halben Würfel frische Hefe mit in die Flüssigkeit. Außerdem kommt ein Esslöffel Zucker mit dazu. Löse alles darin auf und stell das Ganze kurz zur Seite, dass es noch ein bisschen abkühlen kann. In der Zwischenzeit kannst du schon mal 500 Gramm Mehl, ich habe hier ein Weizenmehl Typ 550 verwendet, mit 2 Teelöffel Salz in einer Rührschüssel vermengen. Und nun gibst du das Ganze in eine Küchenmaschine, du kannst das aber auch mit den Händen oder mit einem Kochlöffel machen und gibst zu dem Mehl diese lauwarme Milch-Hefe-Mischung. Immer nach und verrühre alles zu einem schönen geschmeidigen Teig. Insgesamt dauert das, denke ich mal, so ungefähr 6 bis 8 Minuten. Lass dir dabei gerne ein bisschen Zeit, dass du einen richtig schön geschmeidigen Toastbrotteig bekommst. Lass diesen Teig danach abgedeckt bei Raumtemperatur für rund 1 bis 2 Stunden gehen. Dabei wird sich das Volumen ungefähr verdoppeln. Und nach der Ruhezeit des Teigs, ich habe meinen Teig hier 90 Minuten ruhen lassen, da gibst du diesen Teig nochmal auf die Arbeitsfläche mit ein bisschen Mehl drauf und knetest den nochmal einmal durch. Dann formst du eine kleine Rolle aus diesem Teig und schnappst dir außerdem eine Kastenform. Ich habe eine genommen mit einer Abmessung 30 x 10 cm. Diese wird mit ein bisschen Butter gut eingefettet und dann gibst du dein Toastbrot in diese Kastenform. Lasse alles nun nochmals für 1 Stunde abgedeckt an einem warmen Ort ohne Zugluft gehen. Auch dabei wird sich der Teig wieder, ich denke mal, ungefähr verdoppeln. Jetzt kannst du auch schon den Backofen auf 180 Grad Ober-Unterhitze vorheizen, denn jetzt wollen wir das Brot backen. Nach der Teigruhe ist dein Toastbrot richtig schön aufgegangen und hat sich fast verdoppelt vom Volumen her. Und jetzt schieben wir das ganze Brot in den Backofen. Außerdem gebe ich noch eine gute Menge Wasser mit dazu, das nennt sich Dampfen oder Schwaden und sorgt dafür, dass dein Brot im Ofen schön aufgeht. Also einfach ein bisschen Wasser auf die Backofentür spritzen, den Backofen schnell schließen, damit die Feuchtigkeit nicht entweichen kann und dann lässt du dein Toastbrot für 30 Minuten im Ofen goldbraun backen. Jetzt kannst du es herausnehmen, es ist nochmal schön aufgegangen, lass es in der Form komplett auskühlen und dann kannst du das gebackene Toastbrot aus der Form nehmen und in die Toastbrot-typischen Scheiben schneiden. Die schmecken entweder getoastet oder auch ungetoastet, zusammen mit ein bisschen Konfitüre, einfach nur mit ein bisschen Butter, mit einem englischen Frühstück oder mit ganz, ganz vielen anderen Leckereien. Bei Zimmertemperatur gelagert solltest du das Toastbrot innerhalb von 3 Tagen aufbrauchen. Es lässt sich aber auch scheibenweise wunderbar einfrieren und bei Bedarf dann einfach auftauen. Dazu kannst du die einzelnen gefrorenen Scheiben direkt in den Toaster geben. Ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Falls ja, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du mir gleich einen Kommentar hinterlässt, wie du dein Toastbrot am liebsten genießt und außerdem den Kanal von Tastybuds hier auf YouTube gleich abonnierst. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Nachbacken und freue mich auf dich im nächsten Video. Mach's gut, bis bald.